Was heißt ja eigentlich raus aus dem grauen Alltag? Und warum muss die Schule immer so früh morgens anfangen? Oh, und dann habe ich auch noch 2 Stunden Mathe. Kann es eigentlich noch schlimmer werden? Und ich glaube, ich kam heute auch noch zu spät zur Schule. Der Himmel ist auch noch so grau und grau, genau wie meine Stimmung. Und plötzlich fällt mir wieder dieser Spruch ein. Der Himmel ist so grau, schau einfach Richtung Himmelblau. Jetzt kommt sie doch. Ja, ich hab's ausgemacht. Jetzt hier die Standplätze. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau aus unserem blauen Sprinter. Ja, mit dem zweiten Teil unseres kleinen Filmchens Wir lieben den Norden. Oder wie man auch so schön sagt, Susi und Marco bei Wein und Nüsschen. Was ist das denn? Du fragst dich, was aus Wein und Nüsschen geworden ist? Was ist aus Wein und Nüsschen geworden? 2 Alkoholiker. Nein, aber es ist Sonntagnachmittag um 4 und sorry, aber da trinke ich noch keinen Wein. Aber ich habe Kaffee mitgebracht und ein paar misslungene Kekse. Naja. Nicht? Moin und herzlich willkommen bei Susis und Marcos Klassiker bei Käffchen und Kuchen Klönschnack aus dem Camper. Ja, heute wollen wir nochmal über den restlichen Teil unserer Nordeuropa-Tour sprechen. Was waren unsere Highlights? Was hat uns total gefallen? Was sind Tipps, die wir euch gerne mitgeben wollen, wenn ihr so eine Tour auch machen wollt? Was würden wir auf gar keinen Fall wieder machen? Und all das versuchen wir jetzt hier in diese kurzen 10 Minuten zu packen. So wie letztes Mal auch. 10 Minuten? Ja, das kam mir irgendwie länger vor. Ich weiß auch nicht. Lag vielleicht am Wein oder so. Zugegeben, es ist ja eher so, dass wir halt, also wir reden ja normalerweise nicht so gerne und so viel. Und ich weiß auch nicht. Einer von uns. Genau, aus irgendwelchen Gründen ist leider letztes Mal der Film so lang geworden, dass wir ihn nochmal schneiden mussten und 2 Teile draus machen mussten. Sag die Wahrheit. Du wolltest das alles nochmal neu machen. Naja, kürzer, knackiger. Und Susi hat gesagt, ach komm,
Wir schenken euch den Rest. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, der kann sich ja erstmal den ersten Teil angucken. Denn das ist hier der zweite Teil. Ihr seid doch auch nicht anders gewohnt, ey. So sieht's aus. Oder? Ja. Wir starten nämlich unsere Tour bereits in Estland und wer es nicht weiß, wir haben ja unsere Tour angefangen, sind erst durch die Lüneburger Heide gefahren, dann waren wir kurz und knackig in Hannover, dann sind wir nochmal wieder nach Hamburg gefahren, dann sind wir theoretisch einmal durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren, haben uns Rügen angeguckt, sind an der Ostseeküste lang gefahren, sind dann nach Polen rüber, haben Polen sehr genossen. Ein wunderschönes Land, gerade mit dem Wohnmobil, toller Kitespot, wir waren auch kiten da, also Polen hat uns extrem gut gefallen, viel Kultur. Ja, ich will nicht wieder alles von vorne anfangen, sondern wir starten ja theoretisch bei Estland. Wir sind von Polen halt nach Estland, haben dann noch diese kleinen Inselgruppen mitgenommen und eines unserer Highlights war auf jeden Fall Tallinn. Schöne Stadt, lohnt sich auf jeden Fall, sich Tallinn anzugucken. Sehr, sehr spannend, wenn ich an Estland denke, habe ich jetzt ein anderes Bild. Früher hatte ich immer gedacht, naja gut, Estland, das ist so weit an Russland dran, das ist bestimmt alles all und verkommen. In Wirklichkeit ist es eine total innovative, moderne Stadt mit toller Architektur, sehr netten Menschen und aber auch ein paar Überbleibsel, ne, aus der Zeit. und das wird spannend. Ja, die haben halt natürlich auch einfach diesen Russenkonflikt mit in dem Land, weil sie haben noch sehr viel Altrussen bei sich wohnen. Naja, oder die da halt sesshaft geworden sind und Ja. immer noch die Kultur dort ausleben, mit der Sprache zum Beispiel. Also man hört sehr viel Russisch dort, überall im Land. Das stimmt. Aber spannend ist ja auch, was sie aus diesen ganzen alten Gebäuden, was so halb zerfallen ist, also was sie schon gemacht haben und was sie noch machen werden in den nächsten Jahren. Also das lohnt sich da auch noch mal später vorbeizuschauen, würde ich sagen. Oh ja, also das ist auch mal rein städtebaulich extrem spannend. Sie haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz noch, was einen wundert. Ich meine, wenn du bei uns in solchen Städten bist und irgendwo an der Küste... Die haben noch nicht mal eine Promenade. Die haben keine Promenade, kein gar nichts. Sie haben keinen richtigen Yachthafen oder kein... Also Da geht noch was. da geht noch einiges. Also wir werden wahrscheinlich irgendwann noch mal wieder hinfahren müssen. Ja. So oder so. Genau, aber dann wurde es auch irgendwann spannend für uns. Wir sind ja auch in den Hochzeiten von Corona rübergefahren, als Impfen noch gar kein Thema war. Und Testen auf jeden Fall ein ganz großes Thema war. Deswegen haben wir nochmal... Und teures, genau. Deswegen haben wir uns natürlich auch durchtesten lassen. Und haben dann die Fähre gebucht und sind mit unseren... Jetzt weiß ich gar nicht, wie man es sagen soll, ne? Mit unseren positiv bestandenen negativen Test nach Finnland gefahren. Mit der Fähre. Eine kurze Nummer. Lotti war ein bisschen traurig. Freut sich immer sehr über Fähre fahren, aber da... Obwohl, wie lang war das? Ja, war nicht so lange, ne? Zwei, 3 Stunden waren das ja, schon, ja, ne? das kann sein. Also für ein Essen bei Burger King auf der Fähre hat's gereicht. Es gab ein Burger King auf dem Boot. Und sind dann irgendwann in Helsinki angekommen. Abends, ne? Spät abends, irgendwie um 9 oder so. Ja, Also für Lotti war schon Schlafenszeit. Die hat auch nicht lange durchgehalten. das stimmt. Im Auto, weil auch das muss man ja sagen, es ging nicht so flott von der Fähre runter. Also die Schlangen bildeten sich relativ lange und man musste verhältnismäßig lange anstehen, weil, und das war uns so nicht klar, jeder Wagen einzeln kontrolliert wurde. Ja, das stimmt. Das war Anfang Juli. Ja, Also ich glaube, wir waren am 1. Juli, glaube ich, eingereist. War sogar, glaube ich, der erste. ja, genau, 1. Juli. Ja. Ja, und dann haben wir halt unsere Dokumente vorgezeigt, unseren negativen Corona-Test. Und die letzte Instanz, ist die nicht. Nee? Nee. Okay, und den? Nee. Ist nur Deko. Ich habe es mir auch schöner vorgestellt. Trink lieber den Kaffee. Na, ich muss noch mal meinen Zahnarzt anrufen. Ja, komm ich mit. Zumindest erinnert das daran. Also Backrezepte kriegt ihr so schnell nicht von mir. Ja. Auf jeden Fall, letzte Instanz war dann die Border Control und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, es war wirklich, also ich übertreibe nicht, es war wirklich dramatisch für uns. Mir ging so die Pumpe, ich musste mich so anstrengen, ruhig zu bleiben, ruhig zu reden.
dem zuzuhören, da diesen Grenzbeamten immer wieder zu argumentieren, auf welcher Basis wir sozusagen entschieden haben, dort einzureisen, ne, weil das alles noch restriktiert war, besonders für Ungeimpfte. Ja, guckt euch das Video an. Allein wenn ich daran denke, wird mir schon wieder ganz anders. Ja, ich habe noch nie so einen Typen erlebt. Also natürlich habe ich generell schon Typen erlebt, aber der Typ in seiner Uniform, in der Regel, jetzt darf ich auch nichts Falsches sagen, aber das war auf jeden Fall ein Schrank. Ne? Das war ein Tier, der war breit und der hatte die ganze Zeit auch immer in so einer Tonlage gesprochen, dass man gedacht hat, oha, ja, der zieht uns hier gleich an den Haaren raus. Und bei mir wird das echt schwierig. Okay, um es nicht ganz so... Naja, ihr könnt ja das Video gucken, aber letztendlich wurde individuell entschieden, dass wir einreisen dürfen. Wir haben dann noch Airbnb gehabt für die nächsten 3 Tage. Genau, weil ursprünglich mussten wir ja in ein Quarantänehotel. Also Susi hat das ja alles irgendwie vorher gemanagt und so und eigentlich haben wir das alles vorher gefragt und man durfte halt eigentlich auch offiziell rüber. Nur durfte die Grenzkontrolle das individuell entscheiden. Ja. Und bei uns haben sie sich halt eigentlich theoretisch dagegen entschieden. Wie auch immer, wir waren dann in diesem Quarantänehäuschen in einem neu gebauten Stadtteil von Helsinki. Genau, das war also an sich total cool, also relativ günstig, weil Helsinki, auch die Airbnbs sind eigentlich pro Nacht unter 150 € schwer zu kriegen. Unseres hat so, ich glaube so 80, 90 € gekostet die Nacht. Mhm. Wir hatten da ja auch ein Kinderzimmer, eine Sauna, braucht man ja im Juli auf jeden Fall. Wir haben es auch genutzt und ja, aber es war, also ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt, weil es ist wirklich krass warm geworden in der Wohnung. Die sind auch nicht so gebaut, dass man da irgendwie gut, glaube ich, heiße Sommer drin aushält und naja. Letztendlich wurde die Quarantäne, konnten wir das verkürzen, weil sich dann innerhalb von 2 Tagen die Einreiseregeln komplett geändert hatten. Also man konnte dann auch ungeimpft, ohne Quarantäne, einfach nur mit Negativtest einreisen. Ja, dann haben wir das gemacht und haben uns dann ein bisschen früher schon die Stadt angeguckt. Und das war auch sehr schön. Genau, aber wir mussten schnell wieder flüchten. Wir mussten aus Helsinki raus. Ja. Es ging gar nicht ohne, weil Leute, Alter, das hat 54 € am Tag Parken gekostet. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. Wahnsinnig teuer. Also, und es gibt dort es gab mal irgendwann mal freie Parkplätze, da gab es so Geheimtipps, konnte man googeln. Die gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, da am Stadion. Genau, weil die Idee von Helsinki ist, eine autofreie Stadt zu haben. Deswegen versuchen sie es halt über die Kostenschiene. Parken ist super teuer. Können wir euch nicht empfehlen. Es ist... es sei denn, ihr nutzt ein bisschen außerhalb gelegen die Campingplätze und fahrt dann mit der U-Bahn rein. Also das ist machbar. Das war für uns bloß nicht machbar, weil wir auf dem Campingplatz keine Quarantäne machen konnten. Das stimmt. So. Genau. Das war der Grund. Ja, und dann hatten wir hatten relativ schnell genug von der Stadt, weil wir auch schon in Tallinn ein paar Tage waren und dann noch eine Stadt und die ganze Aufregung dazu und die Unterkunft hatte mir auch nicht gut gefallen, viel zu warm und dann haben wir gesagt, kommen wir noch mal her, wir fahren jetzt weiter, tschüss. Ja, wir wollten erstmal auf jeden Fall in die Natur. Ja. Wir brauchten erstmal Ruhe von allem, ne? Also es war halt einfach in der Tat auch aufgrund dieser Grenzsituation so viel für uns, dass wir gesagt haben, lass uns erstmal irgendwo in den Wald fahren und einfach nur hier im Auto pennen, um einfach ein bisschen runterzukommen. So. Und super schön einen Ort gefunden. Also ich liebe dort die Wälder in Finnland. Wir haben Blaubeeren gesammelt, wir waren baden. Dann haben wir einen Tag noch so einen richtig coolen Wasserpark besucht. Ja. Für Lotti super cool. Die hat sich zwar das Kinn aufgeschlagen und wurde fast in so einen Strudel gezogen. Also die Erlebnisbäder in Finnland, die sind schon... Ja, die sind schon ordentlich, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht und das Wetter... Das überleben nicht alle. Das Wetter hat mitgespielt und dann haben wir uns immer weiter Richtung Norden vorgearbeitet. Genau. Und wobei man muss ja sagen, wir wollten uns natürlich auch die Scheren unten angucken, weil jeder spricht immer von den Scheren und hat gesagt, ey, wenn ihr da in Finnland seid, fahrt zu den Scheren, das ist so wunderschön. Und als ich da war, also Susi war da auch, aber ich war da ja und ich dachte immer so, ja, Scheren, ne? Sieht aus, als wenn du... Oh. Wenn ihr euch fragt, wo Lotti ist. Nee, wir machen noch den Film ein bisschen weiter, ja? Oh, so 20 Minuten. Okay, ich warte so lange noch in meinem Zimmer. Es geht
und trink meine Milch aus, die schon kalt ist. Klingt super. Großartig. Ja, genau. Also wir wollten uns halt einfach die Scheren angucken und ich dachte die ganze Zeit, das sieht aus wie ein großer See. Ja, weil man nimmt es ja nur wahr, wenn man die Drohne auch mal hochsteigen lässt. Das stimmt, das müsst ihr euch mal angucken. Also wenn man unten steht, dann ja, sieht man es eigentlich nicht. Ja. Aber die Drohnenbilder sind sehr schön geworden. Die sind sehr schön Wir geworden. sind aber trotzdem dann auf einer meiner Lieblingscampingplätze dann gelandet tatsächlich. Also im Nachhinein muss ich sagen, ist das wirklich einer der schönsten Campingplätze, die ich je besucht habe, weil ja, da passte einfach alles. Mary Camping. Und da haben wir uns so wohl gefühlt, dass wir, glaube ich, 5 Tage da waren. Haben noch eine nette Familie kennengelernt. Wir hatten einen super Stellplatz direkt neben der Sauna. Die konnte man privat mieten mit eigenem Wasserzugang. Und ja, unser Auto stand genau daneben. Das war sehr cool. Ja. Genau, da waren wir ein paar Tage und dann sind wir weitergefahren. Wo sind wir dann hingefahren? Nach Mary Camping sind wir in das Naturschutzgebiet gefahren. Ah, ja. Da haben wir dann, also das war auch sehr, sehr spannend. Das ist ein alter Hafen gewesen. Und die haben halt versucht, Touristen da noch trotzdem hinzubekommen und haben die alten Häuser, die alten Fischerhäuser, da genauso gelassen, wie sie waren, zugänglich. Einfach unglaublich schön, landschaftlich auch wunderschön, bis auf die Bremsen, die da überall geflogen sind. Bestimmt. Aber eine ganz verrückte Vogelwelt und Tierwelt. Und ich hatte auch sehr schöne Drohnenaufnahmen davon gemacht. Oh, diese puscheligen Kühe, die da rumgelaufen sind, das war sehr süß, ja. Sehr, Genau. Und sehr triefig romantische, extrem lange Sonnenuntergänge. Ja. Das stimmt. Romantik pur. Das stimmt. Ja, und dann war das UNESCO Kulturerbe bei uns auf der Strecke. Oh ja, wie hieß es Die nochmal? Quaken. Was? Quakenarchipel. Quakenarchipel, ja. Genau, das Quakenarchipel. Oder wie ich es immer so schön nenne, die Mückenzuchtburg. Stimmt. Ja, das war, aber ansonsten ging das eigentlich mit den Mücken in Finnland. Naja, zumindest da. Also mich haben die Bremsen mehr genervt, weil die einen immer so fies umkreist haben und nicht locker gelassen. Also eigentlich hatten wir 2 Mücken-Highlights in dieser ganzen Tour. Das eine Mal waren wir beim Führerhauptquartier. Das war ganz furchtbar. Also die haben einen offensiv attackiert. Und das zweite Mal war kurz nach dem Weihnachtsmanndorf. Genau, aber wir sind ja... ich hatte einen kurzen Herzinfarkt fast bei diesem Quakenarchipel, weil wir natürlich auch die Drohne da haben fliegen lassen und fast verloren. Naja, und danach sind wir dann aber auch schon weiter Richtung Norden und zwar Richtung Hulu. Nein! Oh Ja, mein hier, wie heißt das hier? Kalaoki? Kalaoki? Ich dachte, du meinst den längsten Sandstrand Finnlands oder beziehungsweise Nordeuropas. Gott, war das schön da. Ja, am das Strand. stimmt. Wir haben stimmt. Pizza auf dem Grill gemacht. Ja, das stimmt. Da gibt es ganz geheime Aufnahmen, die ihr nicht gesehen habt. Wir haben ein Hippie-Kleid für Lotti gebastelt. Das stimmt. Das war sehr schön. Also Ja. das war ein Tipp von der Familie, die wir bei Mary Camping kennengelernt hatten. Die meinten, wenn, dann müsst ihr unbedingt dahin, die Sandstrände, ganz toll. Und also, es war wirklich fantastisch. Ja. Das Wasser einfach super warm. Wir waren ja sowieso in Finnland ständig unterwegs, Irre. wo es wahnsinnig warm war. Ja, Hitzewelle. Hitzewelle und entsprechend war natürlich auch die Ostsee sehr, sehr warm. Aber du hast recht, danach sind wir nach Oulu. Ich finde, die Stadt hat einen unglaublich guten Vibe gehabt. Also es ist eine Studentenstadt und man hat einfach gemerkt, dass sehr viel junge Leute da unterwegs sind, sehr viel hippe Läden, Cafés, die ganze Promenadebereich so im Hafen, also super cool gemacht. Wir waren in einem extrem coolen Museum, was sehr viel Spaß gemacht hat. Haben guten Kaffee getrunken und hatten gutes Essen und einfach eine gute Zeit dort. Auch am Strand direkt einen coolen Stellplatz. Oh Gott, weißt du noch, wir haben einen Stellplatz gehabt und da gab es öffentliche, warme Duschen. Ja, das war mega. Am Das stimmt. Strand da bei Ulo. Also Das stimmt. mega Luxus. Ja, die haben halt ihren öffentlichen Strand auf so einer vorgelagerten Insel Ja. und da auch entsprechend Infrastruktur. Da gibt's halt einen großen Spielplatz, da gibt's Beachvolleyball und so weiter und so fort. Ja. Unter anderem ist das der letzte offizielle Kitespot
der Ostsee. Also wenn man da kiten geht, dann ist man am nördlichsten Punkt der Ostsee. Und auch genau das habe ich getan. Das war auch richtig, richtig geil. Ja. Kamera habe ich nicht mitgenommen, aber es war eine große Freude. Ich war auch ganz alleine auf dem Wasser. Es war kein Schwein da. Und ich habe Lotti die ganze Zeit erzählt, also wenn du irgendwann mal Auslandssemester machst, dann schicken wir dich hier hin, damit ich dich da besuchen kann. Ja, genau. Ja. Und Das haben wir noch ein paar Mal. Okay, bye. Alles okay hier, wir machen immer noch den Film. Guck mal, da rede ich von Lotti, da meldet sie sich gleich, ja. ne? Naja, und dann ist die Aufregung auf jeden Fall bei den beiden bis ins Unermessliche gestiegen. Jingle bells, jingle bells. Denn, ne, wir haben ja Lotti gesagt, nicht, dass der Weihnachtsmann sie verpasst und ich weiß, wo sie ist, wenn Weihnachten ist, weil wir ja Weihnachten auch noch unterwegs sind. Ja. Haben wir gesagt, komm, wir fahren einfach zum Weihnachtsmann und dann kannst du ihm persönlich sagen, wo du denn bist, wo er dich finden kann und auch deine Wünsche äußern. Ja, dann waren wir beim Weihnachtsmanndorf. In Rovaniemi. Genau. War cool, also es ist sehr kommerziell. Also da ist halt ein Souvenirshop nach dem anderen, die kann man sich angucken, da kann man Sachen kaufen. Und dann ist natürlich das Highlight, dass du den Weihnachtsmann besuchen kannst im Sommer. Ja, ich glaube, mit Schnee ist es halt nochmal ein anderes Tennis. Ja, war trotzdem cool. Der konnte Deutsch. Das war ganz erschreckend. Leute, und ich hatte meine Kamera in der Hand, ne? Und ich wollte die eigentlich anmachen und Und für der euch Weihnachtsmann hat's filmen. gemerkt. Und der Weihnachtsmann hat's gesehen und dann hat er gesagt, ey, du kriegst nächstes Mal die Route, mein Junge. Ja. Ich habe ihn gefragt, was er dann macht, wenn er Urlaub hat. Und dann hat er gesagt, wieso, das hier ist mein Urlaub. So, ist doch toll. Und dann haben wir aber hinterher noch mit einer der Elfen gesprochen. Und die hat dann nur kichernd gemeint, ja, eigentlich machen wir ja auch den ganzen Job. Deswegen ist es für ihn wie Urlaub. Ja. Ja, das war lustig. Ja, wir hatten da auf dem Parkplatz auch übernachtet. Das geht sehr, sehr gut. Allerdings wollten wir keine zweite Nacht da stehen. Deswegen sind wir dann vom Weihnachtsmanndorf weiter Richtung Norden gefahren. Und da kam dann der Spot mit diesen unglaublich aggressiven Mücken. Wir wollten da ursprünglich eigentlich stehen, einmal das wilde Finnland erleben, haben uns zwischenzeitlich dann nochmal kurz im Wald verlaufen, was auch unheimlich war. Wenn wir nicht ein Handy dabei gehabt hätten, wäre das der letzte Film gewesen. Aber es gab Blaubeeren, wir wären nicht verhungert. Genau, aber wir wären gefressen worden. Also er schon, weil er hat sie nie gegessen. Das Nur stimmt. Lotti und ich. Das stimmt. Naja, genau. Wir haben also auf jeden Fall dort im Wald das gefährlichste Tier von Finnland kennengelernt. Die allgemeine Kampfmücke. Und sind wir danach auf diesem Campingplatz gelandet? Und danach sind wir auf den Campingplatz gefahren, genau. Ja, am See, ne? Wo wir Also sogar gleich am gleichen Abend. Ursprünglich wollten wir da pennen und dann haben wir gesagt, oh nee, die fressen uns hier auf. Wir müssen hier weg. Und Gott sei Dank sind wir weitergefahren, weil auf diesem Campingplatz, ja, da konnte man nicht nur direkt am Wasser stehen, sondern man konnte sich auch eine Private Sauna, so ein kleines Häuschen mieten, auch direkt am See. Also man hat nicht drauf geguckt auf den See, aber man konnte dann nach dem Saunagang dann einmal kurz zum Steg und ihr wisst schon, reinspringen und dann sein Bier auf den Rückweg nehmen und Ja. den zweiten Saunagang genießen. Und Lotti hat dann schon im Auto gepennt, also hatten wir da so ein bisschen Freetime. Das war sehr, sehr cool. Und am nächsten Tag, weil es umsonst war, haben wir uns auch noch ein Kanu ausgeliehen. War kein großer See, aber wir sind dann noch so ein bisschen rumgefahren. Das war sehr cool. Ja, das war irgendwie so ein bisschen das Finnland-Feeling, ne? Ja, total. Und da waren auch gar nicht mehr so viele Mücken. Also das war, glaube ich, nur da, weil das wahrscheinlich sehr moorig war. Ja, von da... Und genau, dann, weil das für mich auch irgendwie dazu gehört, also wir haben uns natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, was guckt man sich so an in Finnland, ne? Was ist so typisch. Und dann sind wir auf eine Rentierfarm. War das danach? Ja, genau, weil wir Ja. hatten natürlich vorher auch nochmal so ein Video zu dem Konflikt zwischen den Finnen und den Ureingeborenen gesehen. Den Samen, die da halt natürlich auch nicht so gut behandelt wurden und werden. Also die leben ja nicht nur in Finnland, sondern also überall im nördlichen Teil von Skandinavien sind die zu finden. Genau. Ja, und die leben teilweise noch so in ihren Grundfesten, unter anderem mit der Zucht von Rentieren. Und deswegen waren wir auf einer Rentierfarm. Genau, ich habe mir da eine rausgesucht, einfach bei Google geguckt, so Bewertungen, okay, was geht da so, und habe angerufen und habe gesagt, ja, wir würden gerne mal Rentiere sehen, und die haben gesagt, ja, ihr könnt kommen, und so eine kleine, ja, so ein Kennenlernen-Special. Das ist kein Special. Also man zahlt da so einen kleinen Beitrag und dann
kann man Rentiere füttern, sich die Anlage angucken, im Café was essen. Ja, mehr war es auch nicht. Weil es ist auch wirklich Nebensaison im Sommer. Und die meisten Rentiere waren sowieso auf der Weide. Weide. Die werden ja frei rausgetrieben teilweise. Ja. Ne? Die laufen halt einfach frei dann irgendwo rum. Aber es war trotzdem cool, weil ein paar hatten sie dort, auch kleine. Und dann konnte Lotte die ein bisschen füttern und wir auch. Und ja, die sind schon sehr süß. Und, ja, die sind so süß und so. Genau. Ja, dann sind wir aber weitergefahren, weil, und ihr fragt euch die ganze Zeit, ey, weitergefahren. Ja, natürlich. Wir mussten ja relativ schnell weiterfahren. Wir wussten, es war halt Hochsommer, es war schön warm. Aber wir haben ja noch so viel Programm gehabt. Wir wollten ja halt auch auf jeden Fall noch eine Menge machen. Deswegen mussten wir definitiv zwangsläufig weiter, weil wir hatten Angst, dann zu sehr in die kalte Jahreszeit zu kommen. Und als letztes... Ja. Grob Planung war, dass wir Anfang Oktober dann nach Island fahren. Korrekt. Also das war so die Grobplanung. Es war noch nichts gebucht zu dem Zeitpunkt. Wir haben das so ein bisschen geschoben und auch immer geguckt, wie ist die Situation mit Corona, darf man einreisen? Ne, also wir haben das erst Wochen später dann gebucht, aber das war so grob, okay, Anfang Oktober müssen wir irgendwie in Hirtshals sein, in Dänemark. Mhm. Und wir hatten dann noch Norwegen und Schweden auf dem Zettel. Und es war ja dann schon Mitte Juli. Genau. Mitte, Ende Juli schon. Deswegen sind wir da auch schnell quasi durch den Rest von Finnland durch, waren dann noch unter anderem sehr erfrischend an einem Bergsee und sind dann mal schwimmen gegangen und das war so derbe kalt. So ein derbes kaltes Wasser. Nee. Also. Wir haben getestet und haben dann Marco gesagt, nee, so kalt ist es gar nicht. Es war schweinekalt, Leute. Ja, also es war kalt. wirklich, es ist einem die Luft weggeblieben. Aber hat Spaß gemacht. Ja, genau. Genau, und dann sind wir hoch an die Grenze. Das war auch wieder so ein Erlebnis, weil wir hatten schon so gelesen und gehört, die Norweger Einreise, Corona, könnte schwierig sein. Aber wir hatten das Glück, wir kamen aus Finnland. Mhm. So, anders wären wir da auch gar nicht reingekommen. Wären wir jetzt irgendwie mit einer Fähre von Dänemark hochgefahren, dann wärst du durch ein Risikoland gefahren mit der Fähre und dann hätten die dich wieder zurückgeschickt als Ungeimpfte. Aber wir kamen aus dem Norden von Finnland und die gucken dann immer, okay, wie lange hast du dich wo aufgehalten? Also wir hatten dann an der Grenze zum Beispiel auch gesagt, ja, wir waren noch in Helsinki. Was? Helsinki? Ja, habe ich gesagt, ist aber schon 4 Wochen her. Ja, okay, dann ist es okay. Na, die Geschichte war sogar noch ein bisschen dramatischer. Also wir sind halt auch da an die Grenze gekommen, da war es abends um 9 und wir dachten, wir huschen da mal genau, schnell rüber. in der Sommerzeit ist es ja so, da wird es ja halt nachts um 12 oder um 1 erst dunkel. Deswegen dachten wir, ach komm, jetzt ist es 9, vielleicht ist da gar keiner mehr an der Grenze und wir fahren da jetzt einfach rüber. Na, und dann sind wir da angebraust gekommen mit unserem blauen Sprinter und dann saßen die Grenzbeamten halt also nochmal... wir sind dann auch rüber ja. Und dachten, wir sind schon in Norwegen. Ja. Das war ja einfach. Und dann ist man aber durch so einen Grenzstreifen gefahren und dann waren da auf einmal doch Grenzer. Die hatten schon Feierabend und waren da am Grillen. Ja, genau. Die saßen 50 Meter weiter von der Grenze entfernt um so ein Feuer rum und haben da gerade gegrillt und dann sprang einer auf und meinte, halt, stopp. Die Grenze ist geschlossen, ihr müsst morgen früh wiederkommen. Ja, und dann dachten wir, oh scheiße, das ist ja jetzt unangenehm und peinlich und nee, komm, dann machen wir es einfach so, wir fahren einfach zur anderen Grenze nach oben und fahren am nächsten Tag über den anderen Grenzübergang. Dann ist das nicht so peinlich für uns, dass wir da irgendwie nachts die beim Grillen erwischt haben und da durchgejubelt sind. Hätte man sich sparen können, weil genau. Am anderen Grenzübergang hat man uns gesagt, hier geht es nicht, weil dann auf norwegischer Seite keine Teststation aufgebaut war. Mhm. Ihr müsst zur anderen fahren, also da, wo wir gerade weggefahren waren. So. Genau. Also letztendlich sind wir dann doch zu dem Grenzübergang, da sind wir rüber, da haben wir dann einen Schnelltest gemacht, nach 15 Minuten weiterfahren bitte. So. Und dann waren wir in Norwegen und sind dann relativ zügig zum Nordkap. Auf jeden Fall. Also das war dann... Nordkap musste mit aufs Programm und war auch... der Weg dorthin ist schon unglaublich. Ja. Ich habe, also die Landschaft, ne, aber wo ich am meisten immer gestaunt habe, war die Radfahrer, die in voller Montur Richtung Nordkap gefahren sind die dann wahnsinnig. Und da gibt's krass lange Tunnel,
mit Steigung und da sind die durch, ne? Und dann aufs Hochland und also irre. Ich habe so einen Respekt vor den Leuten, die das gemacht haben. Ja, das Hinfahren war auch echt super. Also landschaftlich wunderschön, gar keine Frage. Ich warte noch ein paar Minuten. Und Mach wir mal 5 haben Stelle, die Radfahrer dann immer bewundert, wie die da hochgejuppelt sind. Und wir sind auch bei schönem Wetter hochgejuppelt. Also da war alles okay. Wir haben uns dann auch das Museum dort angeguckt und waren da unterwegs und haben dann da oben auch übernachtet. Irgendwann ist das Wetter halt umgeschwungen. Ja, nachts schon. Nachts. Und ich hatte Angst, dass das Auto die Klippe runtergepustet wird, weil Wir waren doch plötzlich... weit weg. Ja, aber plötzlich war der Wind so derbe stark, dass dieses Auto hier so extrem gewackelt hat. Wahnsinn. Wir haben die ganze Nacht, also keiner von uns hat geschlafen. Nee. Ich habe auch irgendwie am Abend noch, ich hatte noch versucht, Essen zu machen hier drinnen, irgendwie so schnell Reste zusammenwerfen und ey, ich bin ja auf dem Schiff auch groß geworden und es fühlt sich an, als wenn ich auf dem fahrenden Schiff irgendwie Essen mache. Ja. Das hat die ganze Zeit geschaukelt und gerüttelt, also es war schon krass. Und dann sind auch um uns herum die ganzen Autos weniger geworden. Die sind alle abgehauen. Und irgendwann haben wir gesagt, so, okay, einpacken und lass uns wieder runter. Ja, Lotti und ich sind noch im Museum gewesen und dann sind Lotti und ich zurück hier zum Auto gelaufen. Ja, Wahnsinn. Und es war so, der Wind war so stark, dass Lotti nicht stehen konnte. Der Wind hat Lotti umgeweht. Ja, das Also war ich schon musste heftig. Lotti tragen hier zum Auto hin. Es war so krass. Also es war wirklich erschreckend. Genau. Und als nur noch 2 Autos dann neben uns standen auf dem Parkplatz, haben wir gesagt, nee, es geht nicht. Und vor allem, wir haben dann bei Windy, also so eine App, wo man gucken kann, wie windig es wird, gesehen, dass es nachts nochmal 5 Knoten zunimmt. Und dann haben wir gesagt, Alter, weg hier. Im Nachhinein, weißt du, du hast gedacht, das war schon ein krasser Wind, ne? Ja. Und dann kam Island, aber erzählen wir später. Ja, das stimmt. Naja. Genau, also weg vom Nordkap, irgendwie auf jeden Fall sehr, Richtung sehr Lofoten spannend. dann? Genau. Wir sind dann eigentlich oben an der Küste vom Karfjord, irgendwie von Fjord zu Fjord gefahren und wir wollten unbedingt natürlich auf die Lofoten fahren. Aber vorher... Und bevor wir auf die Lofoten gefahren sind, haben wir uns noch überlegt, fahren wir entweder den Landweg oder wollen wir nochmal Fähre fahren? Fähre. Und dann haben die Damen gesagt, nee, wir wollen nochmal Fähre fahren. Also sind wir dann quasi oben mit der Fähre nach Blake gefahren. Nee, also die Insel heißt Andøya Ja. und die Fähre ging nach Andenes. Ach, Andenes, ja stimmt. Und in Andenes sind wir angekommen, es war voll neblig. Richtig Nebel. Da hast du so, lass uns ja zurückfahren, da war es schön sonnig und so, ne? Und dann sind wir dann ein Stück die Straße gefahren und dann durch einen Tunnel und auf einmal waren wir im schönsten Sonnenschein in Blake. Ja. Aber noch krasser war, das müsst ihr euch unbedingt angucken, da war so eine krasse Nebelwand, die stand über dem Meer und hat sich dann nicht Unglaublich. wegbewegt. Und kurz über der Kante dieser Nebelwand war auch noch die Sonne. Also nee, sorry, das müsst ihr Ich euch habe sowas auch angucken. noch nie gesehen. Das war eine gerade Wand, also Ja. eine gerade Nebelwand. Und Ne? du hast so gesehen, wie dieser Nebel sich da immer Ja. so am Rotieren war, ne? Und die Einheimischen haben, also der eine meinte, ja, das ist das Bubbling Water. Das ist ein Phänomen, das dort wohl öfter auftritt, aber für uns war das eins der krassesten Naturschauspiele, die wir gesehen haben. Also das war unglaublich, das zu sehen. Und es ist einer meiner absoluten Lieblingsorte. Ich wollte gerade Blake. sagen, und einer der schönsten Orte, die wir in Norwegen Ja. gesehen hatten. Ganz toll, Blake, Ja. der Strand und wir waren da, oh Gott, wir sind ja jetzt nicht so die Wanderer, ne? Aber da haben wir gesagt, da machen wir es mal und es endete damit, dass ich an der Felswand hing. Er hatte mich vorgeschickt und dann habe ich gesagt, nee, also mit Lotti beim besten Willen nicht und bin dann da wie so eine Bergziege wieder zurück und habe gesagt, abbrechen. Wir waren sehr fertig, aber auch fühlt sich sehr abenteuerlich an. Aber was haben wir uns denn dabei gedacht? Ja, vor allem kam noch die Flut und wir Oh. wussten nicht, ob der Rückweg nicht gegebenenfalls, also es war echt Gott, unglaublich. ey. Ja, aber das passiert, wenn man dann so als Unerfahrener sich so auf Apps verlässt. Ja. Ne? So Wander-Apps, wo steht, naja, so moderat. Moderat heißt, es ist fucking anstrengend, Entschuldigung. Also. Ja, naja. nicht für Norweger, ne? Also das, die Wanderkunst von Norwegern haben wir ja noch kennenlernen dürfen. Ja. Aber genau, wir sind dann da halt auch relativ lang geblieben, weil wir es so schön fanden. Aber irgendwann sind wir dann auch von der Insel runter, Ja. weiter Richtung Lofoten. Genau, da wollten wir unbedingt hin. Genau, und da sind wir auch wieder dann mit der Fähre rübergefahren.
Ja, eine kleine Fähre, genau. Von Nord sind wir da raufgereist, genau, sind im Nordosten angekommen. Genau, und dann kam einer der prägendsten Momente, zumindest für mich. Mit den Norwegern. Mit den Norwegern, genau. Ja. Denn Susi, also wir fahren ja oft so, dass wir halt spontan während des Reisens einfach gucken, was können wir uns angucken, was empfiehlt Google, wo könnten Highlights sein. Und ich bin gefahren und Susi hatte geguckt und hatte eine kleine Kirche gefunden, die sie unbedingt angucken wollte. Also haben wir gesagt, dann lass uns mal zu dieser Kirche fahren. Um zu dieser Kirche zu kommen, muss man über ein Privatgelände. Das war uns erstmal nicht so klar. Es war halt ein großer Parkplatz für ein Reiseunternehmen. Da stand zumindest auch ein großer Reisebus. Ja, ich habe mich nur gewundert, da stand irgendwie, sie dürfen 15 Minuten parken. Genau. Dann hast du so, hä? Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht so ernst genommen. Ich habe es auch nicht so ernst genommen, weil ich dachte, das ist ein großer Parkplatz, da steht schon ein Reisebus. Fehler. Ja, und dann dachte ich noch, oh, es ist landschaftlich, aber so schön. Susi ist zu Fuß zur Kirche und ich habe gedacht, in der Zeit jage ich einfach mal die Drohne hoch und guck mir das nochmal von oben an, weil das echt geil ist. Ja, und in dem Moment kam ein älterer Typ um die Ecke geschossen und beschimpfte mich dann gleich aufs Derbste, was ich für ein scheiß Nazi wäre, irgendwie auf seinem Privatgelände eine Drohne steigen zu lassen. Und ich sollte so schnell wie möglich verschwinden und der ist mir dann so nahe gekommen, dass ich schon die ganze Zeit dachte, oha, jetzt geht das hier aber gleich zur Sache. Ja, wir sind dann auf die beiden gestoßen, also Lotti und ich sind dann zurück zum Auto und dann habe ich schon gesehen, dass da einer neben ihm ist, der ihn da so angeht und ich habe auch gedacht, ihr prügelt euch gleich und wir haben dann schnell zugesehen, dass wir da wegkommen. Also der war einfach genervt, weil wir anscheinend nicht die Ersten waren. Das war der Campingplatzbenutzer, der sich darüber aufregte, dass alle da über seinen Campingplatz laufen und von seinem Campingplatz aus die Kirche fotografieren, statt direkt zur Kirche zu gehen. Also auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite die Art und Weise, wie wir dann beleidigt worden sind. Das war kein guter Start. Aber nee, das stimmt. Und wir haben es dann auch nochmal bei Google gelesen, dass, also... wir waren nicht die Ersten. Nee, es ist unter anderem auch ein Negativ-Highlight von Norwegen. Müsst ihr euch mal durchlesen, da stehen spannende Geschichten. Also das macht er mit jedem und es ist durchgehend da so. Aber das war das einzige Mal, dass wir da so eine schlechte Erfahrung hatten. Ich glaube, nirgendwo. Das stimmt. Naja, und dann sind wir halt weiter auf die Lofoten gefahren und ich muss persönlich sagen, natürlich sind die Lofoten schon ein Highlight. Also die sind schon landschaftlich natürlich extrem spannend. Schön, ja. Aber, und jetzt gerade in Corona-Zeiten war das natürlich auch ein bisschen dramatisch, sie sind auch sehr beliebt. Selbst in der Zeit, genau. Weißt du, wo so wenig Leute unterwegs waren, war es da, also auf einmal war es voll. Ja. Du kommst aus Finnland, ich so ja, denn voll. Die Lofoten sind auch bei den Norwegern sehr beliebt. Ja. Die machen da, das ist halt das Sylt der Norweger. Das stimmt. Also die machen da halt auch Urlaub. Ich möchte nicht wissen, wie es da ist zum Normalbetrieb. Also ich hatte auch mit einer gesprochen, wir haben dann da eine Stelle gefunden, um endlich Gas aufzufüllen. Das ging ja in Finnland nicht, war ja verboten. Ja. Und dann hatten wir dann eine Stelle gefunden und ich meinte dann so, ja, wie ist das denn so für euch, so mit dem Tourismus, ne? Ist es dann krass? Und sie so, ja, früher haben wir zwischendurch auch mal Pausen gehabt, aber jetzt ist das ganze Jahr durchweg Saison. Die kommen nicht nur im Sommer, die kommen auch im Winter, im Herbst, im Frühling. Also ich meine, verstehe mich nicht falsch, ne? Das Business läuft gut, aber man hat keine Verschnaufpause, ne? Wenn man so im Tourismusbereich dort arbeitet und das machen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Aber ansonsten, also wir sind da auch noch mal wandern gegangen, haben uns tolle Strände angeguckt mit türkisblauem Wasser, also wusste ich gar nicht, dass es sowas irre Schönes da gibt. Wir haben total nette Leute kennengelernt, eine Familie aus Dresden, falls ihr mitschaut. Wir fanden die Zeit mit euch ganz toll und Lotti vor allen Dingen auch. Also es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wie lange waren wir denn da auf den Lofoten? Zumindest sind wir eigentlich zu fast jedem Instagram-Spot gefahren, um uns auch ein Bild von dieser Gegend zu machen. Also aber wir waren auch in einem sehr coolen Wikinger-Museum. Das ist auch absolut empfehlenswert. Auch bei Instagram zu sehen. Genau, also klar, es ist ein kleiner Bereich. Die meisten Bilder, wer sich einfach für Norwegen interessiert und für die Lofoten interessiert, kennt auch die Bilder. Es sind immer die gleichen Spots, die auftauchen. An diesen Spots waren wir auch. Es ist landschaftlich wunderschön. Was es halt so ein bisschen schmälert, ist natürlich einfach
der Fakt, dass sich jeder diesen Spot angucken will, wie es halt immer so ist. Ja. Ne? Und auch da muss man ganz klar sagen, die Bilder bei Instagram, immer so. die besten Zeiten von Vanlife sind eigentlich vorbei, muss man sagen. Also der Hype auf Vanlife ist jetzt gerade so immens, dass man sich schon ruhige Ecken suchen muss, um das auch genießen zu können. Ja, deswegen bin ich auch froh, dass wir jetzt nicht nur in Norwegen waren. Ja. Also es gab auch noch andere Ecken in Norwegen, die ruhiger waren, aber das ist schon echt. Also ich hätte es mir trotzdem angeguckt, aber ich fand es auch recht voll im Vergleich. Genau. Zu den anderen. Naja, und man muss dann ja natürlich auch genau diese ganzen Strecken langfahren und wir sind natürlich auch in diesem kleinen, schönen, romantisierten Fischerdorf in Aar gewesen, also quasi im letzten Dorf von den Lofoten und hatten uns dann überlegt, komm, wir fahren jetzt mit der Fähre einfach wieder rüber aufs Festland. Richtung Süden dann, Festland ne? in Anführungszeichen, Richtung Süden wieder. Und sind dann auch zu diesem Fähranleger gefahren und haben dann aber festgestellt, dass das doch nicht so einfach ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Es gab keine Plätze. Genau, es war komplett ausgebucht. Ja. Denn die meisten fahren quasi auf die Insel rauf und fahren mit der Fähre wieder runter. Entsprechend muss man das auch weit schon vorläufig buchen. Nicht so für so super spontane wie wir, ne? Nee. Und Aber wir haben uns dann einen anderen Ort rausgesucht, auch noch auf dem Lofoten, wo es auch eine Fährverbindung gab und haben gesagt, naja gut, dann fahren wir jetzt ein Stück wieder rauf, zurück und fahren von dort und sind dahin, hatten noch ein paar Stunden Zeit, sind dann noch ein bisschen durch den Ort gefahren, haben noch so ein paar Sachen gekauft, wollen noch Kuchen essen, dumm und dann sind wir so langsam so zu dem Fähranleger und dann ging es dann los und 2 Autos vor uns war die Fähre dann voll. Danke für nix. das war richtig scheiße. Dann sagt, echt jetzt? Oh Mann, ey. Ja, und dann war nix mit Fähre und wir sind halt dann auf dem Landweg wieder runter von den Lofoten. Ich glaube, 2,5 Stunden später wäre die nächste gefahren. Also man hätte da echt lange warten müssen. Aber da kein Bock. Und wir hatten uns überlegt, oh Gott, ey, das sind jetzt, wie viel waren das, 150 Kilometer oder so dann zu fahren? Ja, es hört sich immer nicht so wenig an, ne? Aber es ist halt auch durch Tunnel und Ja. Also es hat schon lange gedauert. Ich habe sie geködert und habe gesagt, am Ende, wenn wir die Strecke fahren, da wartet ein Burger King auf euch. Oder ein McDonald's, ich weiß nicht mehr. Und dann ist Marco losgebraust und wir haben dann da an dem Ort, wir haben dann tatsächlich da was gegessen und haben uns dann eine ruhige Ecke zum Pennen gesucht. Ja. Waren noch einkaufen, haben dann noch ein paar Camper getroffen, die uns erkannt hatten. Das war auch sehr lustig, ist auch ein paar Mal passiert. Und das ist uns auch, ist uns das nicht, wo ist uns das zweite Mal passiert? Mit Jasna, das war doch auch auf den Lofoten? Ja, das stimmt. Das war auf dem Parkplatz kurz vor Herne. Ja, hieß es genau. Herne? Ich glaube, ja, ne? Ja, also Jasna, liebe Grüße. Es war toll, euch kennengelernt zu haben, euren Camper mal gesehen zu haben. Und Genau. das war... Die haben nämlich auch die Drehsitzkonsole eingebaut. Ja, stimmt. Genau. Stimmt. Und dadurch sind die auf uns gekommen. Also sehr, sehr lustig. Genau. Und mit denen haben wir gesprochen. Das war sehr cool. Und da haben wir dann noch eine Familie kennengelernt. Sie war übrigens auch YouTuberin, war auch lustig. Hat aber nichts mit Vanlife gemacht, sondern so Haushaltstipps. Ne? Und und von dort aus sind wir Richtung Gletscher gefahren. Ich spreche es jetzt falsch aus. Meine Oma hat mir eigentlich gesagt, wie es richtig ausgesprochen wird. Svartisen war es nicht. Naja, es gibt nicht so viele Riesengletscher. Also der da oben, Svartisen geschrieben. Da waren wir und wollten da auch nochmal hochklettern. Haben uns da auf dem Parkplatz hingestellt. Da musste man noch eine kleine Fähre nehmen. Und dann nur so 2 Kilometer zum Berg hinlaufen und dann nur noch ganz schön viele Stunden hochlaufen. Und wir haben das Eis die ganze Zeit vor uns gesehen. Aber wir haben dann irgendwann abgebrochen, weil man musste dann auch noch zusehen, dass man die letzte Fähre wieder erreicht. Ja, das stimmt. Das war auch teilweise ein bisschen dramatisch dann, ne? Und es ist halt auch dann,
relativiert sich das immer. Klar, wir sind ja nicht so diese klassischen Vanlifer, sondern wir sind Vanlife mit Familie und wir haben eine Lütte dabei und dann macht man natürlich nicht die krassesten Touren und du musst ist halt Pause einfach, machen zwischendurch. es ist halt einfach nochmal ein anderes Tennis und wenn dann halt bei Google steht, ihr braucht da 5 Stunden für so eine Tour, dann brauchen wir wahrscheinlich 7. So. 8. Ja, oder 8, ne? Also wegen Susi. Und die müssen wir halt dann immer mitziehen und das macht es dann halt auch schwierig so. Ja, aber es war eine tolle Tour. Ich Ja. glaube, ich hatte, glaube ich, Sonnenbrand. Also es war bestes Wetter und es war wirklich toll, diese Felsformation. Ich weiß noch, diese Farben da einfach, ne? Die waren unglaublich schön, diese ganzen Linien, die sich da so durchgezogen haben. Ich habe es noch von meinem bildlichen Auge. Ja, mit diesem Gletschersee unten und so. Ja, Lotti war hat sich schon- dann immer an die Quelle gehängt, kam immer dann Wasser runter vom Gletscher und dann hat sie sich dann wie so ein Hund da immer reingehängt und direkt das Wasser vom Felsen geschlabbert. Richtig, sie hat quasi noch Mammutpipi getrunken. Ne? Ja, das war sehr cool. Wir sind mit der Fähre zurück und haben dann auf dem Parkplatz noch ein super, super nettes Paar kennengelernt, weil die waren mit auf der Fähre. Haben wir sie, glaube ich, schon gesehen. Aber das Coole war, die hatten so ein cooles Auto. Da hat sie sich immer in mein Bild gestellt, ne? Weil ich habe so einen Zeitraffer von der Fährfahrt gemacht und dann stand sie so in meinem Bild. Und dann dachte ich schon, jetzt muss sie sich immer ins Bild stellen, ey. Was soll denn das, ne? Und ihr Mann zog sich schon immer ein bisschen so beiseite und sie, ich muss hier stehen. Ach, Barbara. Ja, genau. Naja, das war dann schon ganz spannend, aber in der Tat, wir haben sie dann näher kennenlernen dürfen auf dem Parkplatz, weil deren Sprinter nicht mehr anspringen. Der hat das Licht angelassen. Nee, Doch, er hat das Licht angelassen, die Batterie ging nicht mehr. das war doch nicht seiner, sondern von dem... Doch. Nee, stimmt. War das seine? Ja, Ja, aber die hatten auch einen Allrad-Sprinter. ja. Da haben wir noch sehr coole Bilder gemacht, wie die Schnauze an Schnauze stehen. Und dann haben wir denen da Überbrückung Genau, haben wir ein bisschen gegeben. Starthilfe gegeben. Und Lotti und Barbara haben sich in der Zeit sehr angefreundet. Das war Liebe auf den ersten Blick. Genau, haben da die Kuscheltiersammlungen verglichen und ja, es war sehr cool. War sehr Ja. schön. Genau. Und uns gingen leider auch ein bisschen die Reserven aus. Also uns fehlte ein bisschen Wasser. Wir mussten ein bisschen Abwasser auch entsorgen. Also war für uns auch klar, wir mussten eigentlich auf den Campingplatz fahren. Stimmt, Wäschewaschen stand auch wieder an. Wäsche waschen auch. Also sind wir auf den Campingplatz gefahren, der auch sehr, sehr schön war, fand Ich weiß ich. den Namen leider nicht mehr. Aber Ich auch nicht. Marco hier. Schreibe ich da Schreib's nochmal. jetzt nochmal rein. Der war sehr, sehr Jetzt schön. ist es da zu lesen. Ah, nee, oder? Ist es hier zu lesen? Ja, hier ist es, genau. Ja, super cool, direkt am Wasser, bekannt für Angler. Die haben da coole Möglichkeiten, den Fisch da gleich auseinanderzunehmen. Also die Ja. Angelfreaks, die fahren alle dorthin. Genau, wir haben da auch nochmal so 2 deutsche Pärchen kennengelernt, die da immer hinfahren. Ja. Hochprofessionelle Angler, also die hatten es auch richtig drauf. Die haben sich dann da immer so ein Angelboot gemietet und dann mit so einem Echolot geguckt, wo dann die Fischschwärme gerade lang schwimmen. Und genau, zum Campingplatz gehörte auch so eine riesengroße Halle, wo man den Fisch gleich frieren konnte. Also so ein Einfrierding und so. ausgestattet. Richtig, also richtig geil. für Angler Paradies. Ja, genau. Ja. Ja, und für uns eigentlich auch. Wir fanden es auch schön. Naja, aber dann sind wir ja wieder losgestartet, weil wir ja nach wie vor immer noch so das Problem hatten, wir hatten ja ein festes Timing. Ja, Und das aber mussten wir halt irgendwie halten. die Geldbörse hat auch immer geschrien, wenn wir einkaufen waren in Norwegen. Es Leider tat ja. weh. Ich sag nur Salatgurke, 2 Euro bitte. Leider ja. Wir wollten natürlich ursprünglich die ganze norwegische Küste lang fahren. Aber in der Tat, einkaufen hat uns so ein bisschen dazu gebracht, dass wir gesagt haben, vielleicht fahren wir doch. Also es war auch nicht nur das Geld, ne? Also mir hat es da nicht Spaß gemacht. Es war alles irre teuer. Also Jetzt nur noch, wie lange bleibt jetzt nur noch ein Geld im Auto? Ja, nur noch Schweden und Färöer und Island. Und dann sind wir durch. vielleicht machen wir noch ein Video. Länder. Ich befürchte, wir müssen noch ein Video machen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber wir erzählen jetzt noch schnell den Abschluss von Norwegen. Also wie gesagt, einkaufen. Also nicht nur, dass es teuer war, aber es gab auch nicht so viele... Eine Frage gestellt. Ja, wir kommen gleich. Es gab auch nicht so viele vegane Alternativen. Und
es war ein bisschen eintönig so mit dem Essen, ne? Das stimmt. Es gab Trockenfisch. Lotti wollte unbedingt Trockenfisch essen. Und als ich ihr den Trockenfisch gekauft habe, war sie plötzlich doch nicht mehr so begeistert. Wir saßen dann hier vorne auf der Bank, ne, und sind irgendwie durch Norwegen gebraust und haben dann die ganze Zeit an diesem Trockenfisch rumgenagt und haben halt festgestellt... Dorsch oder was? Ja, so richtige Norweger... Nee, ich glaube, das machen die nur für die Touris. Ja, das kann sein. Das essen die nicht selber. Auf jeden Fall haben wir dann überlegt, was machen. Fahren wir jetzt weiter in Norwegen. Und dann habe ich Marco nochmal eine andere Idee unterbreitet. Weil wir hatten damals auch die Idee, von Vasa rüber zu fahren nach Umeå. Da gibt es eine Fährverbindung von Finnland nach Schweden. Also da, wo diese engste Stelle ist und so. Und wir haben das nicht gemacht. Also warum wollten wir da hin? Weil ich habe da eine sehr gute Freundin wohnen. Die ist Schwedin, die kommt aus Umeå und hat auch lange in Hamburg gewohnt. Aber wir sind da nicht hin, weil diese ganze Region dort oben andauernd rot markiert war mit zu viele Corona-Fälle. Wir sind da jetzt nicht so Schisser gewesen, aber wir wären sonst nicht nach Norwegen reingekommen, wenn wir den Weg gefahren wären. Und deswegen sind wir dann den Weg über den Weihnachtsmann hoch nach Nordfinnland und dann oben eingereist nach Norwegen. So, und jetzt habe ich dann gesagt, wie wäre es denn, wenn wir jetzt nicht weiter Richtung Süden fahren, sondern einmal abbiegen Richtung Osten, nach Schweden rein und doch nach Umeå fahren. Und wie das weiterging, erzählen wir euch wohl nächstes Mal, weil wir müssen jetzt hier mal... Ja, das Kind ruft, ne? Und außerdem hat Marco Verpflichtung. schon wieder... Was habe ich? Ja. Was habe ich? Vielleicht gibt es nächstes Mal auch Wein und Nüsschen nochmal. Nächstes Mal nochmal Wein und Nüsschen da, das könnte sein, ne? Leute, okay, dann beenden wir jetzt an dieser Stelle das Video. Es tut uns sehr leid, dass wir euch nicht das große Ganze erzählen können, sondern immer in Stückchen und Häppchen. Aber wenn ihr das Video einfach durchlaufen lasst, dann kommt ja immer wieder das nächste Video. Also von daher eigentlich auch gar nicht so unpraktisch. Genau, beim nächsten Mal fahren wir dann nämlich nach Schweden rein und auch das wird spannend. An dieser Stelle sagen wir erstmal vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank für die tollen Kommentare. Toll, dass ihr so toll mitmacht. Großartig. Also wir haben uns ja schon in ganz viele von euch sehr verliebt und euch sehr ins Herz geschlossen, weil ihr auch echt so tolle und süße Kommentare immer schreibt. Also dafür wirklich vielen Dank. Ja, an der Stelle war es das jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal in Schweden. Tschüss. Alter Schwede. Oh, das ist der neue Kaffee. Aha. Das ist der Bio-Kaffee. Aha. El Rojito. Aha. Mhm. Aus Hamburg. Hamburger Rösterei. Naja, dann. Sehr mild. Ja. So, komm. War's das, ne? Dann Ja. gibt's jetzt hier auch nichts mehr zu sehen. Dann heißt das jetzt für euch auch abschalten. Musst du noch einen Nagel irgendwo Nö. rein? Ja, fahr hier. Wir können die Ratten verjagen. Oh Gott, die sind so... Oh. Mann, ich habe mich genau ans Rezept gehalten, ey. Ja. Und dann roch es schon so verbrannt aus dem Ofen. Ich sag dir, Krümelmonster hätte seinen Namen geändert, hätte er diese Kekse gehabt. In was? Nächstes Mal wieder Nüsschen. Das ist